In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Ichimoku Cloud Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Als erstes programmieren wir die Klasse cTrade aus der Standardbibliothek ein. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die für die Verwaltung unserer Trades unerlässlich sind. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung im gesamten Expert Advisor verwalten. Anschließend definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter sind in den EA-Eigenschaften einstellbar. Der Parameter Lookback Bars wird auf 50 gesetzt, was den historischen Bereich für die Analyse angibt und uns ermöglicht, zwischen 1 und 1000 Kerzen zu analysieren. Der Parameter Min Candles Back ist auf 5 eingestellt. Er gibt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief an, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegt. Der Parameter Trailing Offset wird auf 10,0 gesetzt, der eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop in Punkten angibt, die von 1 bis 20 reichen kann. Wir definieren auch Parameter, die speziell für den Ichimoku Cloud Indikator gelten. Der Parameter Tenkan-sen wird auf 9 gesetzt, was die Periode für den Tenkan-sen oder die Umrechnungslinie darstellt. Der Parameter Kijun-sen wird auf 26 gesetzt, was die Periode für den Kijun-sen oder die Basislinie darstellt. Der Parameter Senku-Span B wird auf 52 gesetzt, was die Periode für die zweite führende Spanne angibt. Der Parameter Displacement ist auf 26 gesetzt, was den Offset für die Wolke angibt. Schließlich haben wir einen booleschen Parameter Use Chiku Span auf True gesetzt, der angibt, ob die Chiku-Spanne zur zusätzlichen Bestätigung verwendet werden soll. Weiter geht es mit der Deklaration von globalen Variablen und Handles, um den Status zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Wir erstellen eine Integer-Variable Ichimoku-Handle, das Ichimoku-Indicator-Handle zu speichern und ein Array von MQL-Rates mit dem Namen Price-Data, um die Daten des Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses zu speichern. Die Experteninitialisierungsfunktion onInit wird einmal beim Start des EA für die Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Ichimoku-Indikator-Handle, indem wir die Ichimoku-Funktion mit der richtigen Anzahl an Parametern verwenden. Wir übergeben das Symbol, den auf H1 eingestellten Zeitrahmen und die Parameter für Tenkan-sen, Kijun-sen und Senku-Span B. Außerdem konfigurieren wir das Kursdaten-Array mit der Funktion ArraySetAseries als Zeitserie, was uns einen einfachen Zugriff auf die aktuellsten Kursdaten ermöglicht. Als nächstes definieren wir die Positionseröffnungsfunktionen, die für die Ausführung von Marktaufträgen mit der angegebenen Lotgröße zuständig sind. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk ab. Anschließend führt sie eine Kauforder mit der Methode PositionOpen des Trade-Objekts aus. Zu den Parametern dieser Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, Order Type Buy, das Volumen von 0,10, der Einstiegskurs zum aktuellen Ask-Preis, sowie der anfängliche Stop-Loss und der Take-Profit, die beide auf 0 gesetzt sind, was bedeutet, dass sie deaktiviert sind. Der Position wird ein Kommentar mit der Bezeichnung Ichimoku-Position hinzugefügt. In ähnlicher Weise ruft die Funktion OpenSell-Position den aktuellen Bidpreis über die Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolBid ab. Sie führt einen Verkaufsauftrag aus, indem sie die Methode PositionOpen des Trade-Objekts mit ähnlichen Parametern verwendet, wobei der Auftragstyp jedoch auf Order Type Sell gesetzt wird. Die Hauptfunktion zur Preisaktualisierung OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Wir geben das Symbol, den auf H1 eingestellten Zeitrahmen, die auf 0 gesetzte Startposition und die Anzahl der zu kopierenden Bars an,
die sich aus der Summe von Lookback Bars und Displacement ergibt. Die Kursdaten werden in dem Array Price Data gespeichert. Als nächstes laden wir die Ichimoku-Werte aus den Indikatorpuffern in separate Arrays für den Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B und Chiku Span. Wir konfigurieren diese Arrays mit der Funktion ArraySetASeries als Zeitreihen und kopieren die Indikatordaten mit der Funktion CopyBuffer in diese Arrays. Anschließend überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Eine boolische Variable namens hasOpenPosition wird auf False initialisiert und eine enum-Position-Type-Variable namens currentPosition-Type wird auf Position Type by gesetzt. Wir durchsuchen alle offenen Positionen, um relevante Positionen zu finden. Dazu verwenden wir eine For-Schleife, die von der Gesamtzahl der Positionen bis hinunter zu 0 iteriert. Wenn eine Position per Ticket ausgewählt wird und dem aktuellen Symbol entspricht, setzen wir hasOpenPosition auf True und aktualisieren currentPosition-Type mit dem Typ der Position. Als nächstes definieren wir unsere Handelssignale. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Tenkan-sen über den Kijun-sen kreuzt, während ein Verkaufssignal generiert wird, wenn der Tenkan-sen unter den Kijun-sen kreuzt. Wenn ein Kaufsignal erkannt wird und es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um einen Buy-Trade auszuführen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob das niedrigste Tief innerhalb der Mindestrückblickkerzen liegt. Ist dies der Fall, berechnen wir ein neues Stoppniveau für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Wenn ein Verkaufssignal erkannt wird und es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um einen Verkaufshandel durchzuführen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob das höchste Hoch innerhalb der Mindestrückblickkerze liegt. Ist dies der Fall, berechnen wir ein neues Stoppniveau für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops für Kauf- und Verkaufspositionen zuständig. Sie nimmt das neue Stop-Level und den Positionstyp als Parameter entgegen. Für sichere Änderungen durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge. Für jede Position wählen wir sie über ihre Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chart-Symbol gehört. Wir rufen den aktuellen Stop-Loss-Wert für die Position ab. Wenn es sich bei der Positionsart um einen Kauf handelt, prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, ändern wir die Position mit der Methode Trade Position Modify und aktualisieren den Stop-Loss auf das neue Stop-Level. Wenn die Positionsart Verkaufen ist, prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, ändern wir die Position entsprechend. Am Ende unseres Programmiervorgangs drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir die Tasten STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Ichimoku Cloud Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Wir haben ein paar Zeilen MQL-Code programmiert, um eine funktionierende Handelsstrategie zu erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.